Das hier ist der Akku-Vertikutierer und Lüfter von Einhell. Kann der was? Braucht man den? Schauen wir es uns mal an. Kurze Info noch, das Gerät selbst ist erstmal nur der Vertikutierer. Möchte man ihn als Lüfter benutzen, muss man die separate Lüfterwalze bestellen, die zeige ich euch später auch noch. Die Akkus lade ich jetzt noch voll und dann können wir ihn auch mal testen. Von vorne auf dem Gerät, vielleicht habe ich ein bisschen Pech gehabt, einfach nur, aber der ist sehr ölig, der Kollege hier überall. Von unten nichts Spektakuläres, einmal die 8 Klingen wie angegeben und wenn wir hier einmal von außen bis außen messen, dann sind wir bei 31 cm. Das passt also genau mit der Herstellerangabe. Wunderbar. Wir bauen den Kollegen mal zusammen. Einen Schraubendreher brauchen wir dazu und die Stoppuhr lasse ich mitlaufen. Gucken wir mal, wie lange es dauert. So, ich würde mal behaupten, es ist in 3 Minuten zu schaffen, wenn einem nicht die Mutter da rausfällt. Also alles in allem wie erwartet, das Ding ist ratzfatz zusammengebaut und einsatzbereit. Aktuell ist der Kollege hier noch ein Vertikutierer. Ich will ja, wie ich gesagt habe, nur den Rasen lüften. Deswegen habe ich mir hier die Lüfterwalze noch besorgt. Ein Extra quasi. Dazu lösen wir einmal hier die 2 Sechskantschrauben, machen die Walze mit den Messern raus, machen die Lüfterwalze rein und Feuer frei. So, auch das geht ruckzuck von der Hand. Damit haben wir das Ding einmal umgebaut und sind einsatzbereit. Damit ich hinterher nicht so viel aufheben muss, habe ich den Fangsack hier noch angebracht. Der ist aber so süß klein. Ich bin mal gespannt, wie häufig ich dann da zur Biotonne renne am Ende. So, einmal Klappe auf. Und Akku 2. So, es kann losgehen. Aber zuerst mal noch einen Kaffee. Auf geht's. Wie ihr sehen könnt, passiert noch nichts ohne diesen Sicherheitsstecker. Der muss nämlich hier rein. Ansonsten gibt es keinen Kontakt. Wofür man das Ding genau braucht? Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es. Ich weiß es nicht. Ansonsten könnte man aber auch einfach die Akkus rausmachen. Ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Kann man machen. Wer greift denn schon mit der Hand da unten rein? Oder macht auf, während man damit arbeitet? Außer um vielleicht irgendeine coole Aufnahme zu machen. Wir drehen mal die erste Runde, um so ein Gefühl zu kriegen, wie laut das Gerät ist. Ich habe die App mal mitlaufen lassen. Ob die stimmt oder nicht, kann ich nicht genau sagen. Die App geht so bis ca. 80 Dezibel hoch. Auf dem Gerät steht 98 Dezibel. Alles in allem denke ich okay. Was man aber hier sehr schnell sieht, ich bin jetzt einmal vorgelaufen, einmal zurückgelaufen. Das waren vielleicht 15 Meter höchstens. Und das Ding ist schon relativ voll. Ja, also öfter mal ausleeren. Hier könnt ihr noch die Schnitthöhe einstellen. 0 ist eure Transportstufe. Das heißt, wenn ihr das Ding durch die Gegend fahrt, über Terrassenplatten oder irgendwo, wo ihr nichts machen wollt, stellt es auf die 0, dann sind die Messer über der Erde. Ansonsten rausziehen. 1, 2, 3, stellt ein, wie tief ihr wollt. Bitte auf beiden Seiten, sonst wird der Rasen schief. Und los geht's. Wie ist jetzt also mein Fazit zu dem Kollegen hier? Aufbau, super, wie erwartet. Geht ratzfatz von der Hand. Lautstärke, wir haben es getestet, nur mit einer Handy-App, um die 80 Dezibel. Ausgewiesen mit 98, klingt irgendwie realistischer, vielleicht war auch die App irgendwie falsch. Trotz allem Lautstärke ist voll okay, beschwert sich nicht jeder Nachbar, außer ihr habt ein paar ganz spezielle. Die Laufzeit, ich habe 4 Ampere-Stunden Akkus benutzt, 2 Stück, voll geladen. Ich bin ungefähr 130 Quadratmeter weit gekommen. Der wird mit 300 ausgewiesen. Das würde für mich heißen, man sollte vielleicht die 300 in einem Zug schaffen, ohne nochmal nachzuladen. Ich empfehle ihn also wirklich nur für kleinere Gärten. Ihr wollt ja auch längs und quer normalerweise lüften oder vertikutieren. Braucht ihr ja doppelt so viel Fläche, da kommt ihr nicht so weit mit 2 Akkus. Fangkorb? Zu klein, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich nutze ihn trotzdem gern, ist mir lieber als hinterher alles nochmal von Hand aufheben zu müssen. Da laufe ich lieber 10-mal zur Biotonne. Einstellmöglichkeiten, Handling, passt. Ja, ich glaube, brauchen wir nicht drüber sprechen, da werden sich alle Geräte aber nicht viel nehmen. Preis-Leistung? Einhell-typisch würde ich sagen, voll okay. Man bekommt, was man bezahlt. Es ist kein High-End-Gerät, es ist kein Profi-Gerät. Für einen normalen Garten, für einen normalen Anwender wie mich, aber voll in Ordnung. Da passt auch der Preis. Nicht vergessen, der Fangkorb und die Lüfterwalze, wenn ihr die wollt, kosten extra. Alles in allem, ich finde das Gerät gut. Für mich ist es genau das, was ich gesucht habe. Der Rasen sieht schon viel besser aus als vorher. Nicht vergessen, nächste Schritte, Sand, Erde, Samen und so weiter und so fort. Behandeln wir vielleicht nochmal. Ansonsten,
Link packe ich euch unter das Video zum Vertikutierer sowie zur Lüfterwalze und zum Fangsack. Und wenn ihr keinen Bock mehr habt auf solche Videos, bloß nicht abonnieren. Macht's nicht. Ansonsten bis zum nächsten Mal.